Hi, ich bin Nico, einer der Techniktiger von TigerXpert. Und ich bin Martin und hinter der Kamera haben wir den Micha. Hi, und ich stelle den beiden die Fragen, die ihr uns bei Instagram geschickt habt. Alles zum Thema Solar. Los geht's! Safo 012204 hat gefragt, 2 Solarplatten, eine auf dem Fahrzeug und eine mobil. Besser über ein oder 2 Regler? Grundsätzlich würde ich immer eher dazu raten, das über separate Regler zu machen. Meistens ist es nicht gewährleistet, dass die Solarpaneele auf dem Dach eine gleiche Spannung haben oder eine gleiche Größe haben. Wenn wir verschieden große Solarpaneele an einen Regler anschließen, kann es zu Problemen führen. Genau, und selbst wenn ich es schaffe, 2 gleiche Paneele zu haben, weil ich zum Beispiel noch eins übrig habe und mir ganz sicher bin, dass die identisch sind, kann ich trotzdem nicht sicherstellen, dass ich das Maximum raushole, denn eigentlich ist ja der Sinn der Sache, dass ich eins wegstelle, eins woanders hinstelle, dass ich sozusagen den Ertrag ein bisschen optimieren kann, weil ich damit zum Beispiel die Ausleuchtung besser mache oder während mein Auto im Schatten parkt, woanders das andere Panel in die Sonne stelle. Wenn die beide an einem Regler hängen, dann kann der Regler aber nicht das Optimum für dieses weggestellte Panel einregeln. Stichwort Maximum PowerPoint Tracking. Sprich, der rechnet den Durchschnitt aus einem, was mies ist und einem, was gut ist, aus und das ist nur lala und nicht super. Ja? Wir wollen aber eigentlich was Besseres rauskriegen, deshalb machen wir uns den Aufwand mit dem Wegstellen. Insofern auf jeden Fall einen zweiten Regler, damit man eben für das und für das den jeweils besten Maximum PowerPoint einregeln kann. Kostet am Ende auch meistens nicht mehr, denn ein Regler, der doppelt so viel Strom kann, kostet meistens auch doppelt so viel. Das heißt, 2 kleine kosten vielleicht wegen Gehäuse und tralala eine Mühe mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall im Ertrag. Kanal 16 fragt, Solar fest verbauen, mobil oder beides? Ob man sein Solarmobil transportiert oder fest verbaut, ist tatsächlich jedem selbst überlassen und muss natürlich in das Konzept des Fahrzeugs passen. Ja, wenn ihr also, keine Ahnung, einen großen Dachgarten drauf machen wollt und ihr habt auch gar nicht so viele Verbraucher, sprich ihr braucht gar nicht so viel Solar, kann man das Ganze mobil lösen. Hat Vor- und Nachteile, sprich wenn ihr das mal vergesst, kann es sein, dass es hinterher weg ist, also ein mobiles Panel. So ein festes ist natürlich immer auf dem Dach, das reißt da auch so schnell keiner runter, kostet natürlich auch Platz auf dem Dach, deshalb ist es im Endeffekt euch überlassen, wie das in euer Konzept passt. Ein weiterer Aspekt, den man sich auf jeden Fall vorher überlegen sollte, ist die Tatsache, dass ein mobiles Solarpanel oder auch eine Tasche oder 2 oder wie auch immer natürlich in gewisser Weise leistungsbeschränkt sind. Man kann nicht, jedenfalls nicht sinnvoll, 1 kW oder 0,5 kW Solar sich neben den Bus stellen. Ja? Dann ist man morgens eine halbe Stunde mit Aufstellen beschäftigt, mittags eine halbe Stunde mit Umsetzen und abends eine halbe Stunde mit Einpacken. Irgendwo hat es halt auch Grenzen. Das heißt, ich sag mal im Bereich 100-200 Watt, was man vielleicht mit einer Solartasche schnell und billig abfackeln kann, das lohnt sich schon. Alles andere würde man tatsächlich eher fest verbauen. Die zweite Überlegung ist, vielleicht, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass ich das mache, kann ich ja ein fest verbautes Panel aufstellbar machen. Dann hat man so ein bisschen den Zwitter, ja, zwischen ausrichten und fest verbaut. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, selbst wenn es aufgebaut ist und man es aufstellen kann, man macht es nicht. Places Stories fragt, hi, ich habe einen T5 mit 95 Ah AGM Batterie. Würde gerne mit Solar laden. Tasche oder fest? Keine Ahnung. Einfach weil die Dimensionierung deines Solarpanels hat definitiv nichts mit der Größe deiner Batterie zu tun, beziehungsweise ziemlich entfernt. Das heißt also, erstmal musst du die Summe deiner Verbraucher mal irgendwie zusammenrechnen. Dann solltest du überlegen, wie lange du autark stehen möchtest. Dann solltest du dir noch dazu überlegen, wo das passieren soll, sprich irgendwo in Äquatornähe oder irgendwo in Norwegen, welche Jahreszeit. Und dann können wir zusammen entscheiden, ob das mobil noch machbar ist oder ob man dafür fest was aufbauen muss und vor allem wie viel. Vielleicht kann man auch eine Mischung machen, aber grundsätzlich muss man eben erstmal die ganzen Kennwerte zusammensammeln und dann kann man es dimensionieren. Ob das 95 Ampere-Stunden sind oder 195 ist nahezu unerheblich, denn das bestimmt am Ende nur, wie viele Regentage ohne Solar kann ich überleben. Kann man sich einfach festlegen oder das Budget begrenzt das. Keswick Tours fragt, spricht etwas gegen Hauspaneele auf dem Expeditionsmobil? Eigentlich nicht.
Aber eigentlich doch. Hauspaneele haben bei der Größe meistens auch gar nicht so einen tollen Zellwirkungsgrad. Das heißt, man muss wirklich mal vergleichen, wenn ich mir so Hauspaneele angucke, was kommt da raus. Wie gesagt, Zellwirkungsgrad ist das große Geheimnis dahinter. Das ist in der Regel so bei 18% im Hausbereich. Das geht ja, weil sie riesengroß sind. Im Auto ist es eher so, im Fahrzeugbereich, dass wir mittlerweile so 23, 24 oder bei manchen Herstellern auch mehr haben. Was man aber gerade bei so einem Expeditionsfahrzeug nicht vergessen sollte, wenn es dann mal ins Gelände geht, ist Torsion. Das heißt also, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein Solarpanel von 2 mal 1 Meter auf dem Dach, davon vielleicht 3 oder 4 und ihr habt selbst bei entkoppelten Kabinen eine Torsion, unterschätzt das nicht, was dort passiert. Die können auch gerne mal reißen. Also wir haben tatsächlich auch Beispiele, wo große Paneele von 2 mal 1 Meter einfach diagonal gerissen sind aufgrund von Torsion. Und in dem Falle war es sogar so, dass der Koffer eigentlich torsionssteif sein sollte. Ein gutes Beispiel für eine eigentlich steife Kabine mit großen Paneelen seht ihr hier. Das Ergebnis für uns alle ist an der Stelle, dass wir keine großen Panels mehr auf Autos bauen. Das heißt, wir begrenzen die maximale Panelgröße jetzt bei 180 Watt, sprich ungefähr 1,10 Meter mal 90 Zentimeter. Das zweite ist, ein, sage ich mal, billiges Panel aus der Haustechnik hat nicht dieselbe Zellverschaltung, wie man das zum Beispiel für ein Fahrzeug machen würde. Sprich, alle Zellen sind in Reihe, ein Ast über dem Panel, alles tot. Ja? Bei dem, was wir für Fahrzeuge entwickeln und was auf dem Markt so ist, ist es meistens ganz anders. Da sind die Panels unterteilt in unterschiedliche Segmente, das heißt mindestens mal das halbe Panel geht noch. Das heißt, wenn ich sage, ich baue 280er statt ein 360er und das 180er ist noch dazu in der Mitte geteilt, dann kann ich 3/4 der Leistung noch haben, wenn an der Seite mal ein Ast drüber ist, statt alles tot. Ist natürlich super wichtig. Und das Zweite ist, wenn man Haustechnik mit demselben Wirkungsgrad und demselben, sage ich mal, demselben technologischen Fortschritt vergleicht, komme ich meistens gar nicht billiger. So ein Panel kostet auch jenseits 1 Euro pro Watt. Wenn es alles egal ist, ich habe genug Platz, ich habe was Steifes und ich muss sozusagen nicht die letzte Ecke ausnutzen, dann kommt man natürlich mit so einem Panel auch hin, denn es funktioniert schon irgendwie. Ob es lange funktioniert, steht auf dem anderen Blatt. Berti Studios 89 fragt, welchen Laderegler für welches PV-Modul und welches PV-Modul für welchen Laderegler? Gute Frage. Eigentlich trivial, aber am Ende ist es doch gar nicht so einfach, weil man es natürlich von 2 Seiten aufziehen kann. Entweder man hat schon das Solarmodul oder man hat schon den Regler oder man hat noch gar nichts. Ich würde mal von dem Fall ausgehen, dass man gar nichts hat, erstmal seine Dachfläche belegt sozusagen. Das heißt, am Ende ist der erste Schritt, man sucht sich ein Panel aus, was vielleicht gut passt oder mehrere gut passen und daraufhin versucht man den dazu passenden Solarregler zu finden. Oh. So wie rein zufällig haben wir ein Panel da. Also ein Solarpanel, wie auch immer, das passt jetzt vielleicht zufällig auf unseren Van drauf. Ich sag mal, wir haben erstmal nur eins, der Einfachheit halber. Für mehrere Panels kann ich dann noch mal kurz was dazu sagen, ist grundsätzlich dieselbe Rechnung. Das Wichtigste ist natürlich der Aufkleber hinten drauf, sprich die technischen Daten. Da sollte man sich eine Zahl angucken, und zwar die Leerlaufspannung. In dem Fall Open Circuit Voltage wird dann hinten auch mit Volt und Klammern tief gesetzt OC für Circuit, also Leerlauf, Open Circuit, also Leerlaufspannung bezeichnet. Und da haben wir in diesem Fall hier 40,8 Volt. Die Zahl muss man sich merken. Also die maximal im System auftretende Spannung, das ist also die Spannung, die der Regler am Eingang sieht und die muss er auch aushalten. Das heißt, ich brauche einen Regler, der das kann. Gucken wir uns mal ein paar Regler an. 2 Solarregler, beide aus unserer Kramkiste, einer ein bisschen größer als der andere. Kann man sich natürlich vorstellen, größer macht mehr Leistung als kleiner, ist meistens so, stimmt in dem Fall auch. Die Firma mit der blauen Welle macht es sehr praktisch, die hat auf dem Regler jeweils 2 Zahlen, in dem Fall eine 75 und eine 10 und in dem etwas dickeren Fall eine 150 und eine 35. Die erste Zahl ist die jetzt als erstes wichtig ist. Die 75 ist sozusagen die maximal am Regler erlaubte Eingangsspannung. Das heißt, es ist genau das, was hier maximal aus dem Panel rauskommt. Natürlich geht da ein bisschen was beim Kabel verloren, aber grundsätzlich kann man die Zahl nehmen. Das heißt, das waren hier 40,8. Hier haben wir eine 75. Passt. Ja? Das heißt also, die Spannung ist kleiner als der Regler kann. Alles gut. Die zweite Sache, die wichtig ist,
ist auch die zweite Zahl, in dem Fall eine 10, in dem Fall eine 35. Das ist der vom Regler maximal mögliche auf der Batterieseite sozusagen anliegende Ladestrom. Und der Strom hängt natürlich davon ab, wie viel das Panel am Ende liefern kann. Das heißt, man muss auf dem Panel noch eine zweite Zahl angucken und das ist die maximale Leistung, die da rauskommt. Können wir mal hier gucken, da gibt es mehrere Sachen. Nominal Peak Power in dem Fall zum Beispiel sind 110 WP. Also wenn man diese WP Watt Peak findet, dann hat man meist den richtigen Wert. Sind wir also bei 110 und jetzt muss man sich überlegen, 110 Watt, die ich irgendwie in meine Batterie reinkippen will, was könnte das denn maximal für ein Strom sein? Da muss man sich überlegen, wo wird der Strom eigentlich sehr groß. Der Strom wird immer dann groß, wenn die Spannung niedrig ist. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich die niedrigst mögliche Spannung, die auf der Batterieseite auftreten kann. Das ist also bei irgendeiner Lithium-Batterie im 12-Volt-System oder auch bei einer normalen Bleibatterie, würde ich mal sagen, nicht unter 12,8. Darunter ist die Batterie eh tot. Also ein Ladegerät, was unter 12,8 machen muss, ist eigentlich nicht realistisch. Das heißt, man rechnet zum Beispiel in einem 12-Volt-System mit 12,8 Volt niedrigster Spannung. Nehmen wir uns einen Taschenrechner und rechnen einfach mal diese Leistung, die 110 Watt, geteilt durch die niedrigste Spannung, also 110 geteilt durch 12,8. Und dieser Wert muss in die 10 oder in die 35 reinpassen. So, Taschenrechner habt ihr alle selbst heutzutage. 110 durch 12,8 sind also 8,59 Ampere, die von diesem Panel durch den Regler am Ende des Reglers wieder rauskommen könnten. Das heißt, man könnte diesen kleinen Regler 7510 für eins von diesen 110 Watt Panels problemlos verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn ich 2 Panels haben möchte oder 3 oder 5 oder 10? Da gibt es nur eine Sache, die man bedenken muss, nämlich die maximale Spannung. Das heißt, wenn ich solche Panels hier habe, die 40 Volt haben und davon 2 Stück in Reihe schalte, dann habe ich 220 Watt, ja, aber leider über 75 Volt. Das heißt, ich könnte diesen Regler nicht mehr verwenden. Ich kann aber die Panels parallel schalten, das heißt, man hat immer noch 220 Watt, die Spannung erhöht sich nicht, sondern die bleibt eben gleich, aber der Strom verdoppelt sich. Der doppelte Strom wäre dann nicht 8,5, sondern eben 17 Ampere. Da wäre der Regler zum Beispiel auch zu klein. Müsste man einen nehmen, der 75 und hinten vielleicht mindestens mal eine 15 hat oder irgendwas Größeres. Insofern, es hängt unter anderem davon ab, wie man die Panels auf dem Dach verschaltet und was dann eben an Gesamtleistung auf das 12 oder 24 Volt System rauskommen soll. Man kann daran schon sehen, wenn ich mit diesem Panel auf einem 24 Volt System eine Batterie laden will, dann kann der Regler nur halb so groß sein, sprich der kann billiger werden. Denn es sind nur 2 Sachen, die teuer sind, die so einen Regler teuer machen. Einerseits, dass er viel Spannung aushält und das zweite ist, dass er viel Strom aushält. Insofern, da kann man bei einem 24 Volt System dann sparen. PP Cycles fragt, was letzte Preis? Bei blöden Fragen immer 10% mehr. Bobby der Sprinter fragt, wie viel Prozent Reserve sollte zwischen Laderegler und Solarpanel sein? Gute Frage. Also nicht, weil, keine Ahnung, sondern weil sich darüber wenige Leute Gedanken machen, weil das so ein bisschen darauf ankommt, wo ihr hin wollt. Ohne zu technisch zu werden, ist es so, dass Solarpaneele am meisten Saft liefern, wenn es richtig pickepacke kalt ist. So, nur ist es so, dass diese Solarpaneele genormt gemessen werden. Das heißt also, das, was da hinten so an Daten draufsteht, ist immer bei einer Temperatur von 25 Grad berechnet. Das kann also passieren, dass wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt irgendwie 150 Watt Panel und ihr fahrt in die Antarktis oder sagen wir mal Lappland, kommt man leichter hin, dann kann das sein, dass aus dem Panel mehr rauskommt, als eigentlich draufsteht. Und warum? Weil die Testbedingungen 25 Grad und eure, was weiß ich, Winterbedingungen von 10 Grad einfach irgendwie der Technik mehr Chance geben, da ein bisschen mehr rauszuschieben. Denkt darüber nach, wo wollt ihr hin und setzt dann quasi den Regler oder berechnet den Regler dann einfach ein bisschen größer, wenn ihr wirklich viel im Kalten unterwegs seid, ja? Wie was weiß ich, Snowboarder oder sowas, lieber ein bisschen größer.
Deswegen nicht pauschal, sondern auch ein bisschen individueller. Ich würde sagen Minimum 10% drüber, dann habt ihr ein bisschen Puffer. Wenn ihr aber echt irgendwie Leute fürs Kalte seid, würde ich sogar einen Schritt weiter gehen und es ein bisschen größer machen. Dazu muss man natürlich sagen, auf kalt zu optimieren, heißt meistens auch auf einen sehr flachen Sonnenwinkel optimieren. Das heißt, die Paneele, die potenziell flach auf dem Dach liegen, werden sehr, sehr flach angestrahlt. Das heißt, das meiste, was da ankommt, wird gleich wieder wegreflektiert. Das heißt, ich schaffe es wahrscheinlich nicht über die in den Standard-Testbedingungen gemessene Leistung hinaus, weil die Hälfte überhaupt nicht bis zur Zelle kommt. Das heißt also, die Überlegung, auf kalte Temperatur zu optimieren, muss zwangsweise einhergehen mit einer Überlegung, die Panels vielleicht anders zu montieren oder beweglich zu machen oder. Also wer wirklich richtig auf kalt, viel Leistung und so weiter optimieren will, der sollte sich darüber Gedanken machen, vielleicht auch Paneele an die Seite des Fahrzeugs zu bringen, denn sonst schafft man es nie über diese Werte. Das heißt, die 10% sind ein richtig guter Wert über den Daumen. Dass man den einhält, ganz genau trifft man das sowieso nicht. Aber wenn man es richtig machen will, muss man noch ein paar mehr Überlegungen anstellen. It's Hans Dampf fragt, wenn ich meine Aufbaubatterien grundsätzlich mit einer Solaranlage lade, es aber zu wenig Sonne gibt für eine Zeit, kann ich LiFePro 4 Akkus dann über einen Ladebooster, über die Bleifahrzeugbatterie laden? Ja. Franz JG fragt, mit wie viel Ausbeuteverlust muss ich rechnen bei liegender Montage der Module? Ausbeuteverlust. Tolles Wort. Fakt ist, wir haben bei uns in den Breitengraden in etwa einen idealen Sonneneinstrahlwinkel, wenn das Solarpanel um 38 Grad aufgestellt ist. In unseren Breitengraden bleibt natürlich eigentlich niemand. Das heißt, die einen fahren nach Norden, da wird es schlimmer, die anderen fahren nach Süden, da wird es besser. Also in Äquatornähe ist es tendenziell am besten. Man muss jetzt natürlich überlegen, wie gibt man den pauschalen Wert dafür an? Das wäre ein Durchschnitt über alle Reisegewohnheiten aller Kunden. Insofern Quatsch. Aber in unseren eigenen Berechnungen zwischendurch für einen Kunden gehen wir einfach pauschal von 20% weniger aus, die man definitiv nie sieht. Ja? Da gibt es natürlich noch lauter andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Dreck. Ja? Ein flach liegendes Panel kriegt mit der Zeit auch so Wasserflecken, die man auch mal runterwischen muss. Und so weiter. Dann fährst du im ersten Winterurlaub nach Norwegen oder im ersten Sommerurlaub nach Norwegen, im zweiten nach Spanien und die 20% sind dann eben der Durchschnitt aus dem Urlaub 1 und dem Urlaub 2. Das heißt, es ist schwierig anzugeben. Da muss man ein bisschen seine eigenen Reisegewohnheiten kennen und dann sollte man mit den 20% plus minus 10 vielleicht hinkommen. Ro Becker fragt, was ist besser bei Abschattung? Ein großes Panel, das partiell im Schatten ist? Oder zwei kleine Paneele parallel geschaltet, von denen eins in der Sonne und eins im Schatten liegt? Kommt so ein bisschen auf die Paneltechnologie an. Kommt darauf an, wie die Paneele in sich geschalten sind. Ja? Man kann so diese einzelnen Wafer so schalten, dass zum Beispiel bei einem Panel eine Teilüberschattung nichts ausmacht, weil nicht die gesamte Panelspannung einbricht, sondern weil die sogenannte Trenndioden und sowas drin haben. Sprich, die Hälfte vom Panel funktioniert immer noch, sprich, kommt aufs Panel an. Wir haben unsere Paneele zum Beispiel so gebaut, dass du ein großes Panel auch teilüberschatten kannst und die andere Hälfte liefert immer noch Saft. Sprich, egal welchen Hersteller du dir suchst, ist auch ein bisschen schwer zu beantworten, muss halt ins Detail gucken, wie sind die Paneele bzw. die Zellen an sich miteinander verschalten. Am Ende ist es eben wichtig, dass man sich Gedanken über die Spannung macht, die noch da ist im Fehlerfall, also im Abschattungsfall. Wie Nico schon richtig gesagt hat, theoretisch kann natürlich ein halbes Panel weiterleben, wenn die zwei Hälften über Trenndioden getrennt sind. Die Frage ist eben, wie viel bleibt noch über? Das heißt, die eine Hälfte ist tot, die andere Seite liefert noch was und mein Panel hatte, keine Ahnung, 23 Volt VOC. Die Hälfte von 23 ist definitiv zu wenig, um in einem 12-Volt-System noch was zu laden, geschweige denn vernünftiges Maximum PowerPoint-Tracking zu betreiben. Wenn man Panels nicht parallel schalten möchte oder kann, ja, gibt ja gute Gründe dafür. Manche sagen, ich möchte nicht so viele Löcher ins Dach bohren. Panels, die sind schon geteilt und deshalb möchte ich das ausnutzen. Manche machen auch eine Mischung davon, wie auch immer. Ich muss am Ende noch genug Spannung haben, um Maximum PowerPoint Tracking sinnvoll betreiben zu können. Und das bedeutet Ladespannung, maximale Ladespannung plus ungefähr 5 Volt. Das muss ich übrig haben. Ja, also ich sag mal, unter 17, 18 Volt
macht es alles keinen Sinn. Das heißt also, ein Panel, wie wir es vorhin mal gezeigt haben, was 40 Volt Leerlaufspannung hat und dann vielleicht so 34 Volt im Maximum PowerPoint. Wenn ich das halbiere, und die kann man halbieren, die haben auch Trenndioden drin, dann bleibt noch genug übrig, um mit der einen Hälfte ein 12 Volt System zu laden. Das heißt, darauf auf jeden Fall achten. Ansonsten ist es fast egal, man muss sich eben darauf verlassen, dass die Trenndioden das tun, was sie sollen. Wenn ich sie parallel habe, kann ich auch bei einem Schaden an so einer Trenndiode oder jemand hat mir durchs Panel geschossen, kann ich eben davon ausgehen, dass sich das eine Panel, was parallel geschaltet wurde, im Prinzip abkoppelt und das andere geht einfach so weiter, ohne sich auf irgendwas anderes verlassen zu müssen. Insofern Nummer sicher ist immer die Parallelschaltung, hat ein bisschen was mit Verkabelung zu tun, muss man sich dann eben genau überlegen, wie man es macht. Ganz wichtig, Spannung, 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 ohne geht nichts. Turbeer fragt, wo liegt der Unterschied zwischen polykristallinen und monokristallinen Paneelen? Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Grundsätzlich sind es beides Solarpaneele, die funktionieren ähnlich. Sonne drauf, irgendwo wandern Elektronen, es kommt hinten eine Spannung raus. Der Unterschied liegt eigentlich in der Herstellung. Und zwar ist es so, dass man bei einem monokristallinen Panel davon ausgeht, dass man von einem einzigen sogenannten Impfkristall loswächst. Das heißt, man hat ein Kristall, was seine Kristallstruktur ausweitet und es ist genau diese Struktur, die auch schon das erste hatte, ein ganz regelmäßiges Kristallgitter. Und diesen großen gewachsenen Kristalltropfen, den zersäge ich dann in Scheiben, säge noch die Ecken ab, um eben diese Platzausnutzung auf dem Modul besser zu machen und die klebe ich mir dann alle zusammen zu meinem Solarmodul. Beim Polykristallin ist es so, dass man eben nicht mit diesem einen einzigen Kristallstarter anfängt, sondern man nimmt zum Beispiel den Abfall, den man da abgesägt hat, kippt den in einen Eimer und schmilzt den wieder ein und lässt dann diese Schmelze wieder erstarren. Und diese Schmelze, die kristallisiert eben nicht von diesem einen Impfkristall aus, sondern an unterschiedlichen Stellen kristallisiert die aus. Das heißt, das Ergebnis ist zwar auch ein Kristallklotz, aber der ist unregelmäßig auskristallisiert. Deshalb sagt man, dass es polykristallin ist und nicht ein Einkristall, ein sogenanntes monokristalline Kristallstruktur. Und der eigentliche Unterschied an der Stelle ist, diese relativ ungeordnete Kristallstruktur, die ist im Wirkungsgrad einfach ein bisschen schlechter als die monokristallinen. Man muss aber auch sagen, die Polykristallinen altern durch die Sonne nicht so stark initial wie die monokristallinen. Dadurch, dass sie aber von Anfang an schlechter sind, ist man mit monokristallinen am Ende immer noch am besten bedient. Das Zweite ist, dass die eine unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit haben. Das heißt, das Lichtspektrum bei einem Polykristallinen ist ein bisschen ein anderes als das bei monokristallinen. Dem wirkt man inzwischen auch entgegen mit sehr modernen Zellen. Zum Beispiel von SunPower oder auch Panasonic hat da spezielle Techniken entwickelt, um das Empfindlichkeitsspektrum auszudehnen. Wenn man Poly hat und die liegen im Keller, kann man die auf jeden Fall einbauen. Das ist kein Schrott. Ja? Wenn man aber wirklich Flächenausnutzung betreiben will oder viel Wirkungsgrad braucht, dann ist man mit Mono einfach am besten dabei. Wir machen aus diesem Grund auch nur Mono. Der Preisunterschied ist nicht so grandios, dass es sich lohnt, in Poly zu investieren. Wie gesagt, wenn sie da sind, in Gottes Namen. Flow oder FL0 fragt, kann ich mit zwei 110 Ampere-Stunden Bleisäurebatterien auch ohne Solar auskommen? Wenn du auf Kerzenschein im Auto stehst, immer. Ja, aber grundsätzlich lässt sich die Frage natürlich so nicht beantworten. Sprich, die Größe deiner Batterie ist immer durch die Summe deiner Verbraucher definiert und natürlich dein eigenes Reiseverhalten. Ja, wie wir schon erwähnt haben, ist die Batteriegröße im Prinzip nur dafür gut, die Tage ohne Sonne zu überbrücken. Wenn ich die Tage, wo ich Sonne habe, überbrücken möchte, kann ich mit Solar rechnen. Natürlich kann ich auch einfach sagen, ich habe gar kein Solar, dann ist die Batteriegröße entscheidend für alle Tage, die ich überbrücken möchte. Insofern einfach mal nachrechnen, was ich wirklich verbrauche und dann kann man natürlich sagen, ich möchte das noch 3 Tage verlängern und entsprechend viel Solarertrag hinzurechnen. Der wiederum hängt, wie Nico schon sagt, extrem vom Reiseverhalten ab. Sprich, wohin fahre ich, wie lange bleibe ich da auch stehen, habe ich Zeit, meine Panels aufzustellen oder nicht
und so weiter. Da kann man eben je nach Ort und Geografie den Ertrag mal ausrechnen. Das Ganze ist natürlich immer nur exemplarisch, denn ich kann auch mal 3 Wochen Regen haben, die ich vorher nicht einkalkuliert habe. Aber im monatlichen Durchschnitt kann man so hinterher dimensionieren, auch mit 210er Bleisäurebatterien. Hängt komplett am Verbrauch und damit an deinen Wünschen. Wie ihr seht, ist das alles relativ individuell. Das hängt extrem daran, was ihr wollt, wo ihr hinfahrt, wie ihr eure Reise plant und was ihr überhaupt so für Reisende seid. Fahrt ihr viel, steht ihr viel, wo steht ihr und so weiter. Für jede dieser Möglichkeiten gibt es unterschiedliche technische Ansätze. Das geht von Faltpanels, Tiny Tiger bis hin zu sehr begehbaren, aufklebbaren, ganz dünnen Laminaten und gerahmten mit super Wirkungsgrad, schieß mich tot und so weiter. Also man braucht für jeden was anderes. Wir haben alles da. Wenn ihr nicht wisst, was ihr davon braucht, könnt ihr euch bei uns melden. Wir kriegen euch irgendwie verarztet.